Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Oh, Micha, der Kameramann, da machen wir eh. Genau. Und das ist unser Thema hier heute. Eine schöne weihnachtliche Tischdeko mit 4 Kerzen, Sukkulenten, Zapfen und Moos. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Weihnachtsdeko. Hier hinten haben wir das frische Moos, dann hier vorne einmal das Körbchen mit Zimt, Nüssen, Zapfen. Genau, hier haben wir nochmal den rosa Pfeffer in so einem Naturton, finde ich auch total schön. Also hier Sternanis habe ich dabei. Wie gesagt, diese Ideen kommen auch wirklich gleich beim Dekorieren. Dann, ich versuche heute wirklich, unsere Wachsäpfelchen, die so ein bisschen diesen frostigen Look haben, mit einzubringen. Dann habe ich hier diese kleinen Kerzenhalter. Leider habe ich keine weißen, nur so ganz, ganz leicht hellblau sind die, glaube ich, Micha, ne? Aber egal, wir haben nur die und versuchen, dass sie da mit reinpassen. Dann habe ich heute Potschleim, ein bisschen Steckmoos, Lärchenzweige. Und die sollten eigentlich weggeschmissen werden. Die habe ich gerettet und ich versuche da heute eine Deko zu machen. Und von Ostern haben wir noch diese Styroporform. Ihr könnt aber alles andere nehmen. Also am allerbesten wäre natürlich eine runde Styroporform. Das wäre natürlich toll, das würde aussehen wie eine Vase. Aber das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Und wir gucken mal, ob wir das heute dekorieren können. Ihr könnt aber auch Töpfe nehmen, dann könnt ihr die mit Moos bekleben, aber da kommen wir gleich zu und ich würde sagen, wir fangen an. Da die so ein bisschen kippelt hier, das Ei, und das nicht so richtig Standhaftigkeit hat, habe ich überlegt, mir einfach hier 2 Walnüsse hier unter zu kleben, weil dann hat es ein bisschen mehr Standhaftigkeit. Ich werde die jetzt einfach nur mal eben, ich gucke einfach, wo die Punkte sind und gehe hier jetzt mit dem Heißkleber ran und werde mir die Nüsse jetzt hier unter einmal fixieren. Lass sie antrocknen und guck, sie steht perfekt. Nüsse sind getrocknet, wir haben richtig gute Standhaftigkeit und jetzt werde ich hier einfach jetzt das Moos nehmen und einmal komplett hier an meine Form ranhalten und werde das tatsächlich nur noch mit einem Krampen fixieren. Ich stecke mir das hier jetzt in das Styropor rein. Und da braucht man auch nicht viel. Und guck, es ist eins dran und es hält wirklich super. Und das mache ich jetzt hier einmal komplett rundherum. Das hält schon mal wunderbar. Und was ich hier unten mache, entweder könnt ihr das mit Krampen, ich werde jetzt hier aber einfach nur mal eben Heißkleber nehmen und mir das hier unten noch mal so ein bisschen fixieren. Styropor, Kugel oder Ei einmal um. Und ich werde jetzt hier oben den Rand ein bisschen einschlagen. Wenn das jetzt nicht komplett bis nach oben geht, könnt ihr da noch mal ein bisschen anlegen und werdet das jetzt jeweils noch mal wieder mit einer Patenthafte, mit einem Krampen hier noch mal oben am Rand fixieren. Wenn ihr jetzt eine andere Schale habt, also keine Styropor-Schale oder wie auch immer, wo ihr jetzt mit diesen Krampen arbeiten könnt, könnt ihr das auch einfach nur rankleben. Ruckzuck geht das, ne Micha? Ja. Einmal mit Moos, ein paar Krampen. Ihr könnt die auch selber machen mit Draht, zeige ich euch auch gleich sonst nochmal. Und ich werde jetzt hier einfach nochmal so einen kleinen Block Steckmoos nehmen und werde mit denen jetzt hier in der Mitte
von dem Ei fixieren. Ich mache da Heißklebe dran, weil wir da natürlich nachher Kerzen haben wollen. Und das gibt jetzt Höhe und nachher auch Standhaftigkeit und daher ist es natürlich super praktisch. Und den Rest auch, den lege ich hier nochmal eben mit Moos aus. Jetzt haben wir so ein richtig schönes Moosnest, würde ich sagen. Ne? Und hier nehme ich jetzt hier meinen Lärchenzweig und werde mit denen auch mit den Krampen einmal hier fixieren. Wenn da jetzt nachher ein bisschen rausblitzt hier von dem Styropor oder von dem Topf, den ihr habt, ist das nicht schlimm, weil das kann man nachher super wegdekorieren, Zapfen draufkleben. Aber ich fixiere jetzt erstmal hier meinen Ast. Und auch die anderen Lärchenzweige, die mache ich mir jetzt hier auch nochmal einfach nur mit den Krampen nochmal an unserer Schale fest. Wenn ihr kein Styroporgefäß habt, also einen normalen Topf und ihr mit Kleber arbeitet, ist es natürlich mit den Zweigen jetzt nicht so gut, außer ihr macht kleine und klebt euch die so ein bisschen rein. Aber was man auch super machen kann, man kann dann einfach hier mal die Zapfen nehmen und ich würde mal sagen, so seitlich fange ich erstmal an und dann könnt ihr die nämlich super hier einfach mit reinkleben. Und das mache ich jetzt auch noch mal eben. Zapfen sind dran und jetzt haben wir hier noch die wunderbaren Kokossternchen und auch die kleben wir hier einfach überall noch mal ganz querbeet durcheinander rein. Und mein Lieblingspfeffer hier, der rosa Pfeffer, der aber so einen natürlichen Ton hat, auch den kann man jetzt hier super mit reinkleben, beziehungsweise kann man auch mit Krampen feststecken und das mache ich mal eben. Auch der Pfeffer ist drin und jetzt geht es weiter, nämlich mit unseren Sukkulenten und die nehme ich mir jetzt, mache hier die komplette Erde ab und diese Blätter hier unten, die nicht mehr so gut sind, die mache ich mir auch ganz vorsichtig ab. Auch dieses Blatt hier kann man ganz vorsichtig erstmal hier abtrennen. Und jetzt nehme ich hier mein Sedum und mache mir so ein kleines Loch hier rein in das Moos und ihr könnt das wunderbar jetzt hier mit reinsetzen. Dann könnt ihr noch mal wieder ein bisschen Moos nehmen oder auch Erde, ein bisschen auffüllen, aber im Grunde reicht das mit dem Moos. Das speichert super die Feuchtigkeit und das Sedum nimmt sich dann da die Feuchtigkeit und das ist natürlich eine perfekte Basis für die Sukkulenten. Und ich nehme meine Töpfe und mache mir die hier noch mal eben raus. Ich habe hier diese größeren. Gleich an der Seite nehme ich die heimischen, den Hauswurz und ja, ich mache erstmal hier die großen. Und auch hier habe ich mir die aus dem Topf genommen und man sieht hier, guck mal, das sind 4 Triebe. Wenn die das Wurzelwerk abgeht, das ist überhaupt nicht schlimm, die erholen sich. Ich werde die auch nicht so schnell mit Wasser versorgen. Da müssen, wenn jetzt hier zum Beispiel die Wurzel gekappt wird, dann muss die Wunde erstmal wieder zuwachsen und dann gibt es Wasser. Und auch die gehe ich jetzt hier vorsichtig rein, mache mir ein Loch und arbeite mir das hier in das Moos mit ein. Die sind auch nicht mehr so gut und auch hier werde ich unten die Blätter erstmal abmachen, mir richtig schön hier abpulen und dann können wir nämlich hier mit den kleinen Krampen oder ihr macht das wie gesagt mit dem Draht, dass ihr euch den Draht biegt und ihr könnt die jetzt hier wunderbar mit dem Krampen an der Seite fixieren. Wenn ihr kein Styroporgefäß habt oder wo ihr jetzt mit Krampen arbeiten könnt, könnt ihr wunderbar Heißklebe nehmen und wenn möglich bitte nicht über 70 Grad, das mögen die Sukkulenten nicht, das ist denen zu heiß und dann könnt ihr die nämlich hier perfekt mit einkleben und die kommen super, die kriegen wieder eine Wurzel und das macht den Sukkulenten gar nichts. Und die kleinen Fruchtscheiben hier, die können jetzt hier wunderbar noch mit reingeklebt werden, wenn ihr da noch ein paar Lücken habt. Und ich finde, das bringt wunderbare Helligkeit hier jetzt mit rein. Und ganz natürlich. Nun bekommen sie aber wirklich einen Platz hier. Unsere kleinen Zieräpfelchen,
in weiß mit, ja, ich muss sagen, frostigen Look. Und die kommen jetzt hier auch einfach mit, ups, das sollte jetzt nicht so sein, in die Deko mit rein, überall, wo ihr Lücken habt. Und bevor wir zum Ende kommen und die Kerze rauf machen, nehmen wir jetzt unseren Pottschleim und gehen hier ganz vorsichtig über die Zapfen rüber, vielleicht sogar ganz vorsichtig hier über unser Sedum. Jetzt könnt ihr hier ein bisschen von dem Schnee rauf machen. Wirklich nur so ein ganz bisschen, damit auch diese Weihnachtsdeko so einen ganz leichten, frostigen Look bekommt. Und die kleinen Kerzenhalter, die kann man jetzt hier super in das Steckmus reinstecken. Und da könnt ihr wirklich gucken, wie ihr die hier rein haben wollt. Ich finde das auch ganz gut, wenn die so ein bisschen auseinander sind. Und die Kerzen haben wir reingesteckt und ich würde sagen, unser Korb, unser Körbchen ist fertig. Und so langsam kommen wir in weihnachtliche Stimmung, oder Micha? Ja, ist bald soweit. Genau, ist bald soweit. Und auch dieses Thema hat uns heute wieder sehr viel Freude gemacht, mit und für euch zu dekorieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, da kommen immer kleine Highlights, aber auch Bilder. Und genau, da werden wir uns sehr drüber freuen. Und wir freuen uns, die Tage wieder mit euch zusammen zu dekorieren. Wir gehen nach draußen und ich sage bis dann, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.